Das hier ist ein total süßer Hund. Und das hier, das sind 99 Cent. Das sieht jetzt viel aus, ist es aber in Wirklichkeit gar nicht. Und ich zeige euch heute, wie ihr für 99 Cent eine Heizung für euren Van baut. Vamos! So, das Thermometer zeigt 2 Grad. Knapp 2 Grad zeigt das Thermometer in meinem Bus. Anfang Januar und das werden wir jetzt ändern, indem wir eine Heizung für 1 Euro hier installieren. Wie so oft ist es mal wieder mega einfach. Was brauche ich dafür? Ich brauche einen Teller. Ich brauche einen Blumentopf für 99 Cent. Ein paar alte Teelichter. Sagen wir 3 neue Teelichter. Und ein Van, in dem es kalt ist. Sagen wir um die 2 Grad. Ich lege diese 3 Teelichter in die Mitte des Tellers. Schön aufpassen, wegen Brandgefahr und so. Die 3 alten Teelichter kommen drumherum. Dann zünde ich diese 3 Teelichter selbstverständlich an. Und stülpe diesen Blumentopf darüber. Diese 3 leeren Teelichter sind dafür gedacht, dass da Luft rankommt. Das war's. Fertig ist die Heizung. Und jetzt ist es so, dass dieser Topf nach einer Zeit sehr heiß wird. Man kann sich darin regelrecht die Finger verbrennen. Wenn da was drauf liegt, ist auch nicht so gut. Das kann schmelzen, wie zum Beispiel Plastik oder ähnliches. Deshalb habe ich 3 weitere von den leeren Teelichtern. Die stelle ich auch darunter, leicht versetzt. Und dann kommt über diesen Blumentopf ein weiterer. Der Topf gibt trotzdem gleichmäßig Hitze ab. Ich kann daran meine Hände wärmen, aber es wird nicht ganz so heiß. Ich kann meine Hände nicht verbrennen oder was auch immer. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir warten circa eine Stunde und dann sehen wir mal, wie warm es in diesem Bus geworden ist. Jetzt heißt es also 1 Stunde warten. Und was macht man in dieser Zeit bekanntlich? Genau. Abwarten und Kaffee trinken heißt doch auch das Sprichwort, oder? So. 1 Stunde ist vorbei. Es wird Zeit. Schauen wir mal, wie viel Grad, wie warm es jetzt im Bus ist. Wow, 14 Grad. Nur mit diesem kleinen Helfer hier. (14 Grad).
Da brennen die Teelichter. Ja, ich bin selbst sehr positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so warm wird. Mittlerweile wird es wieder kalt. Ich habe hier das Fenster ein bisschen aufgemacht, damit die Feuchtigkeit schön abziehen kann. Achtet unbedingt auf Brandschutz. Ja? Dass ihr nichts rumbaumelt und rumhängt, dass ihr nichts abfackeln kann. Ne? Das ist das Letzte, was man irgendwie braucht, dass einen der Van unterm Arsch wegbrennt. Aber es sind Teelichter, da kann eigentlich nicht viel passieren. Außerdem sind diese Teelichter geschützt durch 2 Töpfe. Ja, achtet darauf, dass das frei steht, dass da nicht jetzt irgendwie, ne, also hier, da ist schon ein gewisser Abstand da zum Tuch. Da sollte überhaupt nichts passieren. Außerdem ist es auch gar nicht heiß. Ich kann ja schön meine Hände drauflegen. Es ist angenehm warm. Wenn ich diesen Topf wegnehme, dann ist das unangenehm heiß. Da kann ich auch, au, scheiße. Oh. Ja, wie gesagt, unbedingt diesen Topf drüber stülpen. Ja, das ist eigentlich perfekt, wenn dieser zweite Topf hier drüber ist. Meine Fresse. Natürlich kann man das erweitern, man kann die Töpfe größer machen, man kann mehrere nehmen, man kann mehrere Lichter nehmen auch, also wie auch immer, seid kreativ, aber auch immer vorsichtig. Das ist eine sehr, sehr günstige Variante, seinen Van zu beheizen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte gebt mir noch einen Daumen hoch, abonniert diesen wunderschönen Kanal und aktiviert vor allem diese Glocke, dann verpasst ihr nie wieder ein Video. In diesem Sinne, guten Appetit, hasta luego, ihr Schnuppis, und bis bald. Tschüss.